In diesem Video zeigen wir dir, wie die Montage des Gartentorschließers GTS 120 auf dem Torpfosten deines Gartentors gelingt. Alles, was du dazu brauchst, ist im Lieferumfang des Schließers enthalten. Du musst nur das passende Werkzeug bereithalten. Einen Akkuschrauber mit einem 4,2 mm großen Metallbohrer, einen Körner, einen Kreuzschlitzschraubendreher, 2 10er-Gabelschlüssel, eine Wasserwaage, ein Maßband und einen Stift. Achtung! Der Gartentorschließer ist vorgespannt. Die Sicherung der Vorspannung sollte erst nach der Montage entfernt werden. Als erstes ermitteln wir die Position des Winkels auf der Anschlagseite. Dafür messen wir den Abstand des Tordrehpunktes und des Drehpunktes des Gartentorschließers aus. Die Summe der beiden Abstände sollte dabei etwas kleiner als 155 mm ausfallen. Die vertikale Position des Winkels bestimmen wir, indem wir ihn mit der Wasserwaage so hoch positionieren, dass der zweite Winkel problemlos am Gartentor montiert werden kann. Vor allem ist darauf zu achten, dass alles waagerecht verläuft. Jetzt markieren wir die Bohrlöcher des ersten Winkels mit einem Stift. Um ein Verrutschen des Bohrers zu vermeiden, körnern wir die Löcher vor. Danach werden die beiden Löcher mit dem Akkuschrauber und dem 4,2 mm großen Bohrer ausgebohrt. Dann schrauben wir den ersten Winkel mit 2 Blechschrauben am Pfosten an. Gut festziehen, aber keinesfalls überdrehen. Sitzt der erste Winkel, machen wir uns auch an den zweiten. Dieser muss so montiert werden, dass der Abstand der beiden Montagelöcher 540 mm beträgt. Ist der Abstand richtig eingemessen, markieren wir auch die Bohrlöcher dieses Winkels. Wieder körnen wir vor. Dann werden die Löcher mit dem Akkuschrauber erstellt und der Winkel schließlich mit seinen Blechschrauben fixiert. Nun können wir auch schon den Gartentorschließer montieren. Wir setzen ihn zuerst am Torpfosten an, schrauben die Hutmutter auf und kontern sie. Danach öffnen wir das Gartentor so weit, dass der Gartentorschließer ohne jeglichen Kraftaufwand in das zweite Montageloch eingesetzt werden kann. Auch hier schrauben wir die Hutmutter auf und fixieren den Schließer mit der Kontermutter. Dabei ist darauf zu achten, dass der Schließer am Ende möglichst waagerecht zu liegen kommt. Beim Festziehen der Muttern löst sich der Sicherungsstift meist ganz von selbst. Wenn das nicht der Fall sein sollte, muss das Gartentor nur für wenige Millimeter in die Öffnungsrichtung bewegt werden und schon fällt der Sicherungsstift heraus. Damit ist es auch schon geschafft. Der Gartentorschließer ist montiert und das Tor schließt ab jetzt einfach genial. Wir wünschen dir viel Freude mit dem neuen Gartentorschließer. Wenn du wissen willst, welche anderen Montagemöglichkeiten es noch gibt, schau auf unserer Webseite nach. Bei Fragen kontaktiere bitte unseren technischen Support. Genial einfach!